Sie waren die Könige der Ozeane, monströs, unheimlich und die gefährlichsten Jäger unter Wasser. Vor Millionen von Jahren dominierten sie unsere Erde. Kaum ein Meerestier war vor ihnen sicher. Doch auch sie selbst lieferten sich untereinander Kämpfe um Leben und Tod. Das Wissen zu diesen Kreaturen ist bis heute in vielen Punkten noch lückenhaft. Forscher stehen deshalb vor vielen Rätseln und offenen Fragen. Begleitet uns in das Reich der Urzeit, wo in den tiefen Gewässern der Weltmeere die außergewöhnlichsten Geschöpfe lebten. Die folgenden 10 prähistorischen Seeungeheuer werden euch den Atem rauben. Dir gefallen Videos über Dinosaurier und du kannst nicht genug davon bekommen? Dann bist du hier genau richtig. Abonniere diesen Kanal und hinterlasse einen Daumen nach oben für mehr Videos über die Giganten der Urzeit. Lasst uns loslegen. Megalodon, der Riese aus der Tiefsee. Er war der Schrecken aller Meereslebewesen in der Urzeit. Die Rede von dem Megalodon, dem gewaltigsten Hai, der jemals existiert hat. Er beherrschte die Meere im Pilozän-Miozän-Zeitalter. Vor etwa 2,6 Millionen Jahren starb der Riese aus der Tiefsee aus. Bis heute sorgt er für Faszination und Albträume. Dieser Gigant konnte eine Länge von bis zu 20 Metern erreichen. Er löschte ganze Ökosysteme aus. Kein Lebewesen im Meer war von dem gefräßigen Urzeithai sicher. Die scharfen, dreieckigen Zähne konnten bis zu 18 cm lang werden, was in etwa einer menschlichen Hand entspricht. Das monströse Maul des Megalodon konnte eine Breite von bis zu 3 Metern erreichen. Auf seiner bevorzugten Speisekarte standen vor allem Wale. Alleine die Beißkraft soll das 10-fache eines weißen Wals betragen haben. Der Megalodon ist zwar schon lange ausgestorben, aber bis heute gilt er als eines der außergewöhnlichsten prähistorischen Seeungeheuer aller Zeiten. Tylosaurus, das Reptil aus der Kreidezeit. Vor etwa 70 bis 85 Millionen Jahren dominierte der Tylosaurus die Weltmeere. Er gehörte zu den Mosasauriern, die als gefährlichste Raubtiere jener Zeit galten. Das riesige Reptil konnte eine Länge von bis zu 13 Metern erreichen. Die kleinere Unterart wurde bis zu 7 Meter lang. 1872 wurden erstmals Überreste des Tylosaurus gefunden. Fossile Funde konnten in Neuseeland, Europa und Nordamerika nachgewiesen werden. Der Name des Seeungeheuers ist griechisch und bezieht sich auf die zylinderartige Schnauze des Tieres. Die größten Vertreter der Tylosaurus besaßen einen fast 2 Meter langen Kopf. Mit 72 scharfen Zähnen im Maul, die nach hinten gebogen lagen, konnte das Reptil seine Beute messerscharf zerfetzen. Schildkröten, Fische und Weichtiere gehörten zu seinen Hauptnahrungsquellen. Seine 4 Gliedmaßen und seine lange Schwanzflosse sorgten für eine schnelle Fortbewegung unter Wasser. Der Tylosaurus lebte sehr nah an den Küsten im flachen Wasser. Mosasaurus, der Gigant unter den Mosasauriern. Kaum ein anderes prähistorisches Seeungeheuer wurde in der Zeit der Oberkreide so gefürchtet wie der Mosasaurus. Das gigantische Meeresreptil gehörte zu den größten und am weitesten entwickelten Mosasauriern. Sie bewohnten die Meere des heutigen Nordamerikas und Westeuropas. Erstmals konnte 1770 ein fossiler Schädel eines Mosasaurus aufgefunden werden. Untersuchungen ergaben, dass der Saurier unglaubliche 18 Meter lang werden konnte. Er besaß außerdem eine Schnelligkeit wie kein zweites Raubtier zu seiner Zeit. Seine Beute waren Fische, aber auch andere Reptilien und Flugsaurier. Der Mosasaurus besaß überaus spitze Zähne, mit denen er alle Meerestiere blitzschnell fangen und töten konnte. Für eine präzise Zerkleinerung war das Gebiss nicht geeignet. So wurde die Nahrung komplett verschluckt. Ein ausgewachsenes Tier konnte bis zu 5 Tonnen wiegen. Forschungen ergaben, dass das Ungeheuer sehr nah an der Wasseroberfläche lebte und tiefere Gewässer mied. Das prähistorische Reptil sorgt auch in unserer Zeit für Staunen und Ehrfurcht. Dakosaurus, das urzeitliche Krokodil. 1856 hatte der deutsche Geologe Friedrich von Quenstedt dem Dakosaurus seinen Namen gegeben. Fossile Überreste konnten in Argentinien und Europa gesichert werden. Erst 1996 fanden argentinische Studenten in Patagonien einen ganzen Schädel der prähistorischen Echse. Er lebte im Zeitalter des Oberjuras vor etwa 160 Millionen Jahren und starb in der Oberkreidezeit aus. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Dakosaurus ein mariner Vorfahre der Krokodile war. Mit einer Länge von bis zu 6 Metern war der Dakosaurus ein flinker Schwimmer, der dank seiner Schwanzflosse an Geschwindigkeit zulegen konnte.
Im Gegensatz zu den Krokodilen der heutigen Zeit hatte das Ungeheuer einen massiven Kopf, welcher mehr dem eines fleischfressenden Sauriers ähnelte, wie zum Beispiel dem Tyrannosaurus Rex. Das Gebiss eines ausgewachsenen Dakosaurus konnte bis zu 1 Meter lang werden, und zwar mit 10 cm langen Reißzähnen versehen. Seine Beute hatte keine Chance, denn das Reptil war ein geschickter Jäger und hatte es vor allem auf andere Meeresreptilien abgesehen. Jede Begegnung mit dem Dakosaurus wurde selbst für Giganten wie dem Ichthyosaurier ein Kampf um Leben und Tod. Basilosaurus, der prähistorische Wal. Unheimlich und faszinierend zugleich ist das nächste prähistorische Seeungeheuer. Der Basilosaurus lebte vor rund 40 Millionen Jahren im späten Zeitalter des Eozäns. Er ähnelte von der Gestalt her einer Schlange und besaß wie der Wal eine Fluke, womit er durch die Ozeane gleiten konnte. Forschungen ergaben, dass der Basilosaurus der ausgestorbenen Art der Basilosauridae angehörte, einer Walart, die auf allen Kontinenten vertreten war. Die Tiere gehörten zu den größten Meereslebewesen ihrer Zeit und konnten eine Größe von bis zu 18 Metern erreichen. Alleine der Schädel maß eine Länge von bis zu 2 Metern und gab dem Basilosaurus sein mächtiges und unheimliches Erscheinungsbild. Es wird vermutet, dass sich der urzeitliche Wal ähnlich wie Orcas von Fischen und kleineren Meereslebewesen ernährte. Wissenschaftler fanden in Ägypten fossile Magenreste des Ungeheuers. Es konnten Rückstände von Haien und Knochenfischen gefunden werden. Damit bestätigt sich der Verdacht, dass der Basilosaurus zu den größten Räubern seiner Zeit gehörte. Kein Lebewesen war sicher, wenn sich der prähistorische Wal näherte. Tanystophrreus, der Giraffenhalssaurier. Der Tanystophrreus gehörte zu den ungewöhnlichsten und interessantesten urzeitlichen Seeungeheuern. 1852 benannte der deutsche Paläontologe Hermann von Meyer den Tanystophrreus. Die altgriechische Bezeichnung bezieht sich dabei auf den überaus langen Hals des marinen Sauriers. Der Tanystophrreus lebte vor etwa 250 Millionen Jahren in der Trias, der ältesten Periode des Erdmittelalters. Bis heute ranken sich viele Rätsel um die eigentümliche Gestalt des Tieres. So ist es vor allem der extrem lange giraffenartige Hals, der nicht sonderlich biegsam war, der viele Fragen offen lässt. Mit nur 12 bis 13 sehr langen Wirbeln bewegte sich das Tier relativ langsam und steif. Wie jagten und fraßen diese primitiven Räuber zu jener Zeit? Zu den wenigen bekannten Fakten gehört, dass der in etwa 6 Meter lange Tanystophrreus eine enge Bindung zum Wasser hatte, da fossile Skelette in marinen Sedimentgesteinen entdeckt wurden. Ob der Lebensraum sich zusätzlich auf die ländlichen Gebiete ausdehnte, kann bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Der Tanystophrreus ist bis heute ein einziges Mysterium, welches wohl nie ganz ergründet werden kann. Notosaurus, der aggressive Jäger. Im Mesozoikum, während des Triaszeitalters, lebte auch dieser urzeitliche Räuber. Die Rede ist von dem Notosaurus. Im Gegensatz zu anderen Seeungeheuern erreichte der Notosaurus nur eine Länge von bis zu 7 Metern. Doch es war vor allem seine kleinere Statur, die es ihm ermöglichte, sich sehr schnell fortzubewegen. Das flinke Reptil gilt als aggressiver und ausgezeichneter Jäger. Zu seinen bevorzugten Beutetieren gehörten Fische, Weichtiere und kleinere Reptilien. Sein Jagdverhalten wies Ähnlichkeiten mit dem von Krokodilen auf. Hatte der Notosaurus seinen Fang erwischt, gab es kein Entkommen mehr. Am Oberkiefer befanden sich sehr lange Reißzähne, womit der Saurier blitzschnell seine Beute packen und festhalten konnte. Er galt als außergewöhnlich schneller Schwimmer und war perfekt an das Meer angepasst. Es wird vermutet, dass der Notosaurus seine Jungen lebend und im Wasser zur Welt brachte, was nur bei sehr wenigen prähistorischen Meerestieren vorkam. In Gebieten rund um Europa, China und Vorderasien wurden Fundstücke des Reptils entdeckt, die belegen, dass der Notosaurus eine weit verbreitete Spezies war. Liopleurodon, der Pliosaurier. 1873 wurde der Liopleurodon das erste Mal erwähnt. Es war ein französischer Paläontologe, der das urzeitliche Ungeheuer beschrieb. Es lagen 3 fossile Zähne vor, die spannende Erkenntnisse lieferten. So konnte festgestellt werden, dass der Liopleurodon zur Gattung der Pliosaurier gehörte. Dieser lebte vor 165 Millionen Jahren im Mitteljura. Es wird vermutet, dass die Spezies ausschließlich in Europa beheimatet war, da bisher nur in Deutschland, Frankreich und England Überreste gefunden werden konnten. Das prähistorische Reptil besaß einen sehr flachen Schädel und eine keilförmige Kopfform. Seine Zähne waren messerscharf und seitlich sehr glatt gesägt. Seinem starken Kiefer war es zu verdanken, dass der Liopleurodon zu den Spitzenprädatoren seiner Zeit gehörte. Der Saurier jagte vor allem in der Tiefsee.
Auf seiner Speisekarte standen Fische, Reptilien und Kopffüßler. Mit einer Größe von 5 bis 7 Metern gehörte die Gattung zwar nicht zu den Giganten der Urzeit, aber sie waren ebenso gefürchtet wie ihre größeren Artgenossen. Helicoprion, der sägenartige Raubfisch. Im späten Paläozoikum gehörte der Helicoprion zur Gattung der Knorpelfische, die in Europa, Asien, Australien und Nordamerika beheimatet waren. 1899 wurde der 270 Millionen Jahre alte Fisch von einem russischen Geologen erforscht und benannt. Fälschlicherweise wurde der Raubfisch lange Zeit für ein Hai gehalten. Doch in Wirklichkeit ist der Helicoprion mit den Seekatzen verwandt, die eine Unterklasse der Holocephali sind. Die einzige Gemeinsamkeit mit Haien ist dieselbe Zahnstruktur. Ein besonderes Merkmal des Tieres waren seine Zahnspiralen. Sie verliehen dem Urzeitfisch ein unheimliches und monströses Erscheinungsbild. Forschungen ergaben, dass die Zähne direkt vor dem Kiefergelenk hinten im Maul lagen. Zuvor wurde lange Zeit vermutet, dass sich die Zähne vorne im Kiefer befanden. Es wird angenommen, dass die spiralförmige Zahnanordnung wie eine Art Kreissäge funktionierte und die Beutetiere zersägte. Der Helicoprion machte höchstwahrscheinlich Jagd auf Tintenfische, Kopffüßler und Ammoniten. Viele Eigenschaften des Fisches sind immer noch ein Rätsel. So ist auch seine Größe umstritten, die auf 4 bis 7 Meter geschätzt wird. Dieses geheimnisvolle Seeungeheuer wird auch weiterhin für viele Spekulationen sorgen. Kronosaurus, der gewaltige Pliosaurier. Der Kronosaurus gehört zu den gefährlichsten prähistorischen Seeungeheuern. Das Reptil, das zu der Gattung der Pliosaurier gehörte, lebte in der zeitlichen Epoche der Unterkreide vor 125 Millionen Jahren. Erstmals wurde 1889 in Australien ein Fossil des Sauriers gefunden. 1931 bis 1932 konnten 2 unvollständige Skelette freigelegt werden und brachten neue Erkenntnisse. Der Kronosaurus konnte eine Länge von bis zu 9 Metern erreichen. Der robuste Schädel umfasste eine Länge von etwa 2 Metern, ebenso die Flossen. Das urzeitliche Tier besaß eine Vielzahl an Wirbeln. Neben 12 Halswirbel zählt das Reptil außerdem 20 Rumpf-, 5 Kreuzbein-, 3 Becken- und 31 Schwanzwirbel. Der Kronosaurus lebte in einem flachen Meer und war ein ausgezeichneter Schwimmer. Die scharfen Zähne und der starke Kiefer lassen vermuten, dass der gefräßige Jäger sich nicht von Fischen ernährte, sondern größere Reptilien bevorzugte. 1980 wurden in Queensland die fossilen Überreste eines Volungasaurus entdeckt, einem Plesiosaurier, der Bissspuren aufwies. Die Größe der Zähne ließ vermuten, dass der Saurier ein Opfer des Kronosaurus wurde. Vermutlich werden alle Meerestiere einen großen Bogen um dieses gefährliche Seeungeheuer gemacht haben. Dies waren 10 prähistorische Seeungeheuer, die bis heute für tiefe Faszination und Gänsehaut sorgen. Kanntest du bisher alle dieser monströsen Kreaturen? Welche interessiert dich ganz besonders? Wir würden uns sehr über deine Meinung freuen. Schreib uns einen Kommentar und tausch dich mit anderen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.